In meiner Eigenschaft als Unterhaltungsredakteur beim NDR hatte ich auch zu tun mit 2 Kleinkunsttheatern, die damals in der Deichstraße waren. Das eine war das Makadam-Theater für die großen Stars, die da auftraten. Und das andere war das Seitensprung, wobei Seitensprung mit AI zu schreiben war. Unser damaliger Präsident Otto Paulig war geschäftlich mit diesen beiden Theatern in irgendeiner Form verbandelt, sage ich mal so. Und den lernte ich kennen bei einer Premierenparty dort, bei einer Premierenfeier und erzählte ihm beiläufig, dass ich auch immer mal wieder zu St. Pauli ginge. Und wir waren damals gerade aufgestiegen, also das war dann 1986 und die Saison lief schon. Und er fragte mich dann, ob ich mir vorstellen könnte, bei dem einen oder anderen Spiel den Stadionsprecher zu spielen, weil man sei ja nun aufgestiegen und da wäre es doch ganz gut, wenn man jemand hätte, der vom NDR, durch den NDR bekannt sei bei den Fans und ob ich so gewissermaßen die paar Spitzenspiele machen könnte. Habe ich gesagt, ja, kann ich mir mal angucken und so. Und sagte er, kommen Sie doch zum nächsten Spiel. Das war also im September gegen Rot-Weiß Oberhausen. Kommen Sie doch mal vorbei und dann schauen Sie mal zu und dann können Sie ja entscheiden, ob Sie das machen wollen oder nicht. Und dann kennen Sie den Laden schon so ein bisschen. Schorsch Volkert war damals die rechte Hand des Präsidiums oder heute würde man sagen Sportdirektor. Diesen Begriff gab es damals noch nicht. Und der nahm mich dann an die Seite an dem Spieltag und sagte, wir gehen jetzt mal hin zu Herrn Thomsen. Ich habe nie den Vornamen von Herrn Thomsen mir merken können. Man siezte sich ja damals immer noch. Und Herr Thomsen war also Herr Thomsen und ich war Herr Wulff für Herrn Thomsen. Und dann sagte Volkert sagte dann zu Herrn Thomsen, Herr Thomsen, das ist Herr Wulff und der macht jetzt in Zukunft die wichtigen Spiele und den Rest machen Sie. So etwa in der Art. Daraufhin bewies Herr Thomsen Haltung, stand auf und sagte, dann gehe ich. Für mich war das dann das erste Spiel, weil er war ja weg. Und einer musste es ja machen. Und ich kannte ja die Abläufe nur aus der Fanperspektive. Und insofern war natürlich das 5:1 gegen Oberhausen auch ein interessantes Spiel, weil ich 6 Tore ansagen musste, dafür 5 für unsere Mannschaft. Und da kann man ja auch in Übung kommen schon damit, ne?